gibt für mich so momentan 3 Grundmuster von agilen Organisationen. Startups, die größer werden und zwischen 20 und vielleicht 200 Mitarbeitern haben und die nie anders waren als Agilität. Da würde ich sagen, das bedeutet erstmal wenig an Veränderung, weil da ist Agilität Teil der Unternehmens-DNA. Und sie haben alles, was wir auch schon besprochen haben. Sie haben Netzwerk, sie haben Kollaboration, sie haben Partizipation, sie haben Augenhöhe, alles, was man da durchdeklinieren kann. Der Typus 2 ist komplexer, das ist nämlich der Typus Organisation, der mal traditionell war oder ist und agil werden will oder muss. Da erlebe ich 2 Grundmodelle. Das momentan üblichste Grundmodell ist, dass die großen Organisationen sagen, oh, alleine bekommen wir das gar nicht hin. Es ist so viel Widerstand, so viel Tradition, dass wir die Transformation in Richtung Agilität nicht hinbekommen. Wir gründen kleine, agile Töchter. Sei das jetzt eine ePost, sei das Movil bei Daimler und andere Unternehmen, die von großen etablierten Konzernen gegründet worden sind, um jetzt agile Nischen, agile Schnellboote aus dem Tanker heraus zu sein. Da erfordert das eben eine bestimmte Gründung, eine Existenzsicherung des großen Unternehmens als Tanker, gleichzeitig aber der kleinen Unternehmen als Schnellboote. Also das haben sie Parallelwelten. Und das dritte Muster ist für mich, dass Organisationen, die groß sind, das sagt auch der Kotter mit seinem Buch Accelerate sehr schön, eigentlich 2 Organisationsprinzipien innerhalb von einer Organisation brauchen. Es geht nicht um die Frage traditionelle Organisation versus agile Organisation, sondern es geht darum, wie viel von was brauche ich wo innerhalb meiner Firma. Also agil ist ja schön und gut, aber vielleicht ist nicht Agilität das Allheilmittel in allen Bereichen oder die maximale Form von Agilität. Vielleicht muss ich in bestimmten Organisationseinheiten traditionell sein. Ich sage jetzt mal Finance und Controlling, obwohl ich nicht weiß, ob das stimmt. Und in anderen muss ich vielleicht besonders agil sein. Also eigentlich muss ich als Organisation so strukturiert sein, dass ich das Traditionelle habe und noch das Agile daneben habe. Und das würde dann tatsächlich bedeuten, sich so eine Art Best of Both Worlds Logik zu überlegen. Es geht nicht darum, eine Transformation hin zu agiler Organisation, sondern es geht darum, dass einzelne Teile innerhalb des Unternehmens agiler werden und ich es aushalten muss, dass es so ein Spannungsverhältnis gibt zwischen den traditionellen Elementen und den agilen Elementen und beide miteinander funktionieren müssen. Und das erachte ich dann als besondere Herausforderung, wenn Sie agile Netzwerkorganisationen mit Kollaboration innerhalb eines Unternehmens haben mit einer klassischen traditionellen Hierarchie. Das so zu verbinden, ich glaube, dass das so der nächste große Schritt von Agilität sein wird, zumindest bei den großen Unternehmen. Nicht bei den kleineren Startups, aber bei den großen. Bei einem Bosch mit 330.000 Mitarbeitern wird das die Herausforderung sein. Und da, glaube ich, ist es auch noch nicht systematisch erforscht, wie das dann am Ende aussehen wird.